Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Money Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es jeden Freitag ein neues Tutorial aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. Wenn das Themen sind, die euch interessieren, dann abonniert doch hier unten den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, dann informiert euch YouTube über neue Videos hier auf dem Kanal und ihr verpasst nichts davon. Wer schon länger hier zugegen ist, weiß, dass ich nicht nur gerne Kleidung, sondern vor allen Dingen auch Stofftiere nähe. Zuletzt galt meine ganze Aufmerksamkeit den Wendetieren und so gibt es auf dem Mommy Made YouTube-Kanal und im Mommy Made Shop bereits Schnittmuster und Anleitungen für eine Wendekatze, ein Wendeeinhorn, einen Axolotl und einen Hasen, sowie eine Art Promi unter den Wendetieren, nämlich ein Sonic Knuckles Wendetier. Zu all diesen gesellt sich heute ein neuer Kollege, nämlich Kollege Fuchs, sofern man ihn aus orangefarbenem Plüsch näht und ihm einen Fuchsschwanz verpasst. Alternativ könnt ihr ihn auch mit beigefarbenem Plüsch nähen, dann ist es ein Corgi. Und die beiden nähen wir heute. Das Schnittmuster für den Fuchs-Corgi erhaltet ihr wie alle anderen Schnittmuster für meine Wendetiere im Mommy Made Shop. Den Link findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Dieses Video wird unterstützt von Yeedy, deren Saugroboter durch mein Atelier fährt und mich gerade beim Stofftiernähen sehr, sehr tatkräftig unterstützt, damit ich nicht in Stofftierplüsch ersticke. Zudem erzähle ich euch im Laufe des Videos ein bisschen was. Danke an dieser Stelle an Yeedy für die Unterstützung dieses Videos. Und jetzt würde ich sagen, nähen wir los. Viel Spaß! Für euer Wendetier braucht ihr ca. 20 cm Vlies oder Plüsch für das Außentier und dann jeweils auch für das Innentier. Das kann entweder in der gleichen oder in einer anderen Farbe sein. Nähgarn in passenden Farben, eine Handnähnadel, ca. 60 bis 100 Gramm Füllwatte, je nachdem wie dick euer Tier werden soll und wie die Füllwatte beschaffen ist. Und dann fürs Gesicht wahlweise Textilstifte, Stickgarn zum Aufsticken des Gesichts, Textilkleber, Filzreste und Wackelaugen oder alternativ eben euren Plotter. Für euren Fuchs oder Corgi braucht ihr außerdem ca. 10 cm weißen Plüsch oder Vlies für die Unterseite des Gesichts sowie Öhrchen, Pfötchen und Schwanz. Übertragt alle Schnittmusterteile auf euren Stoff. Für euren Fuchs oder Corgi schneidet ihr dafür das Schnittmuster für das Gesichtsteil an dieser geschwungenen Linie auseinander und schneidet dann die obere Hälfte aus eurem farbigen und den unteren Teil aus eurem weißen Plüsch zu. Beachtet dabei, dass das Schnittmuster keine Nahtzugaben beinhaltet, ihr diese also beim Zuschnitt ringsherum in der Breite, die ihr zum Nähen braucht, hinzufügen müsst. Übertragt auch eventuelle Schnittmarken oder Abnäher auf die Rückseite eures Stoffes. Das könnt ihr je nach Stoff sehr gut mit Trickmarker tun, mit Bleistift oder Kreide. Solltet ihr euch für sehr hochfloriges, zotteliges Material, das leicht ausfranst, entschieden haben, solltet ihr auf den Rändern der Teile am Anfang auf der Rückseite ein Nahtband aufbringen und die Ränder versäubern. Bei Vlies, Filz oder nicht besonders ausfransenden Plüschstoffen ist das nicht notwendig. Schneidet also alle Stoffteile zu und befreit sie von Fusseln. Die zu applizierenden Teile fransen am wenigsten aus, wenn ihr dafür Vlies benutzt. Solltet ihr euch auch für diese Teile für Plüsch entschieden haben, könnt ihr ein Ausfransen verhindern, indem ihr die Ränder vorsichtig an einer Flamme entlang führt, um sie zu versiegeln. Wenn ihr mit dem Zuschneiden fertig seid, sieht es erfahrungsgemäß in etwa so aus wie hier, nämlich alles voller Stoffreste und vor allen Dingen Fusseln. Ich schiebe die in aller Regel einfach alle auf den Boden, sammle die größten Stücke ein und schicke dann ihn hier vorbei. Das ist mein Yeedy Vac 2 Pro Saugroboter, der, wie ich schon mal erwähnt hatte, seit einiger Zeit hier lebt und mich sehr, sehr glücklich macht, weil er mir Arbeit abnimmt. Der Vac 2 Pro wird über die gleiche Yeedy-App gesteuert wie meine Mopstation, die ich euch in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe, in der der Roboter bei seinem ersten Gang durch eure Wohnung eine Karte anlegt und ihr dann in der Folge ihn wahlweise die komplette Wohnung saugen lassen könnt, einzelne Zimmer oder auch nur einzelne Bereiche in Zimmern. Also zum Beispiel unterm Nähtisch. Der Vac 2 Pro hat ähnlich wie alle Saugroboter in dieser Ausführung und Größe ein wirklich relativ kleines Saugfach, was aber überhaupt gar kein Problem darstellt, wenn man zusätzlich noch diese Station hat, wie das bei mir der Fall ist. In dem Falle steuert der Yeedy nach jedem Sauggang automatisch seine Station an, fährt da drauf und dann saugt die Station alles aus. Hier unten ist das Fach wieder komplett leer
Und hier oben in der Station ist ein Saugbeutel versteckt. Ähnliche Größe, vielleicht ein bisschen größer als in einem normalen Staubsauger, handelsüblichem größeren Staubsauger. Das eigentliche manuelle Ausleeren fällt also hier etwa nur so, ich würde sagen, einmal im Monat an. Ganz großer Vorteil in meinen Augen im Vergleich zu anderen Saugrobotern ist, dass der Vac2 Pro tatsächlich die Umgebung richtig scannt. Also der scannt nicht einmal nur grob die Wohnung und fährt dann seine Route ab und wenn ihr nicht aufgeräumt habt, dann saugt er nicht richtig, sondern hängt sich auf oder bleibt irgendwo hängen, sondern der scannt die Umgebung und wenn ihr Sachen rumliegen lasst, dann saugt er trotzdem. Also er umschifft diese Gegenstände und macht dann trotzdem das Areal so sauber, wie es eben geht. Wischen kann er theoretisch auch. Ich benutze diese Funktion nicht, weil ich ja, wie gesagt, die Mop Station habe. Aber man kann hier hinten einen Wassertank hinzufügen und dann kann der, während er saugt, auch wischen. Und zwar anders als andere Roboter zieht er diesen Mop nicht einfach nur hinter sich her, sondern das ist ein oszillierendes Mop-System, was manuelles Schrubben von Händen imitiert, aber dabei 5-mal so schnell ist und somit auch hartnäckige Flecken entfernen kann. Ich bin wie gesagt sehr, sehr glücklich mit dem Vac2 Pro und seiner Absaugstation. Ich verlinke euch beide Produkte in der Infobox unter diesem Video. Als erstes nehme ich mir das Gesicht meines Wendetiers vor und im Falle von Fuchs und Corgi müssen wir uns dieses Gesichtsteil erst einmal aus den beiden unterschiedlich farbigen Teilen zusammensetzen. Dafür lege ich mir diese beiden Stoffteile rechts auf rechts und nähe sie dann an der Nähmaschine unter Einhalten meiner Nahtzugabe zusammen. Das ist ein bisschen friemelig und ähnlich wie beim Nähen von Ärmeln, weil die eine Seite konkav und die andere konvex verläuft. Ihr müsst euch diese Stoffe also beim Nähen zurechtzoppeln. Ich persönlich stecke das nicht, sondern ziehe mir die Stoffe dahin, wo sie hingehören, während ich nähe. So oder so ähnlich sieht dieses Gesichtsteil dann verbunden aus. Wenn das hier entlang der Naht ein bisschen Wellen schlägt, ein bisschen ausbeult, ist das nicht weiter schlimm. Das erledigt sich spätestens, wenn wir das Tier später ausstopfen. Je nach gewünschter Methode müsst ihr jetzt eurem Tier ein Gesicht verpassen. Euer Gesicht könnt ihr wahlweise aufplotten, aufsticken, von Hand aufsticken oder wie ich das hier bei dieser Katze gemacht habe, einfach aufmalen. Falls ihr Elemente von Hand aufsticken oder aufkleben möchtet, auch für das Plotten gilt, dass ihr euch das theoretisch auch bis zum Ende aufheben könnt. Legt das fertige Gesicht eures Außentieres einmal mit dem Gesicht nach unten. Auf der Rückseite habt ihr diese Dreiecke aufgezeichnet. Das sind Abnäher und auch das Dreieck hier oben ist ein Abnäher und um den kümmern wir uns jetzt als erstes. Dafür falte ich mir das Gesichtsteil so zusammen, dass die Schnittkanten hier aufeinander liegen. Und zwar rechts auf rechts, das heißt, das Gesicht liegt innen. Und dann nähe ich einmal an der Nähmaschine an dieser Kante, die ich hier eingezeichnet habe, von diesem Dreieck entlang. Ich fange am äußeren Rand an, nähe einmal bis hier an die Falz, einen Stich vorsichtig über die Falz hinaus und dann wieder zurück. Auf die gleiche Art und Weise mache ich das dann mit den anderen Abnähern. Das heißt, ihr habt hier drüben dieses Dreieck. Das halte ich mir so fest, dass ich mit meinen Fingern die Eckpunkte der Dreiecke markiere und lege die dann Markierung auf Markierung. Ihr könnt dafür natürlich auch eine Stecknadel nehmen, hier in den einen Eckpunkt rein, da aus dem anderen Eckpunkt raus und dann so zusammenfalten, dass der Stoff rechts auf rechts liegt und ihr in Verlängerung der Falz hier die Spitze des Dreiecks habt. Und dann nähe ich auch hier vom Rand kommend einmal die Linie entlang, einen Stich über die Falz hinaus und wieder zurück. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So sieht das dann jetzt auf der Rückseite aus und da könnt ihr jetzt überall an diesen Dreiecken vorsichtig die Nahtzugabe zurückschneiden. Von vorne könnt ihr jetzt sehen, dass euer eben noch flaches Gesicht jetzt schon an Form gewonnen hat und das legen wir uns jetzt für später beiseite. Für den Körper eures Wendetiers habt ihr zwei solche gegengleiche Teile aufgezeichnet. Da werdet ihr feststellen, dass ihr eine steiler zulaufende und eine rundlichere Seite habt. An der rundlicheren Seite, das ist unsere Rückennaht, findet ihr auch Markierungen für eine Wendeöffnung. Bei einem der beiden Tiere, die ihr jetzt näht, ich nähe jetzt hier ja das Außentier, müsst ihr auf jeden Fall diese Strecke offen lassen, um unser Tier später wenden und stopfen zu können. Das heißt, ich lege mir die beiden gegengleichen Teile für mein Außentier aufeinander und nähe jetzt eben besagte rundliche Rückennaht. Bei einem der beiden Tiere müsst ihr, wie gesagt, diese Wendeöffnung offen lassen. Bei dem anderen könnt ihr die Strecke einfach durchnähen.
Sieht dann so aus, wie gesagt, bei einem der Tiere mit einer Wendeöffnung an dieser Stelle. Für die Ohren solltet ihr 4 Teile zugeschnitten haben, jeweils 2 gegengleiche. Ich lege mir die hier rechts auf rechts, so formig, wie das Tier hinterher aussehen soll. Und dann habe ich noch diese Innenohrteile, die ich applizieren möchte. Dafür nehme ich mir die obere Schicht meiner Ohren runter und lege sie dann auf die rechte, die schöne Stoffseite der Ohren, die jetzt unten liegen. Also genau so, wie das Tier mich später angucken wird. Und als erstes appliziere ich jetzt eben diese Innenohren. Wenn ihr das getan habt, legt ihr die Gegenteile der Ohren, also die Rückseite der Ohren, jeweils rechts auf euer Ohr und näht oben einmal die Rundung entlang zusammen. Die fertig zusammengenähten Ohren könnt ihr dann auf rechts wenden, euch euer Tiergesicht nehmen und die Ohren rechts auf rechts an die Stelle feststecken, an der hier diese seitlichen Abnäher sind. Also diese Naht trifft auf die Mitte des Ohrs und das Ohr wird da rechts auf rechts dran geheftet. Und das könnt ihr jetzt entweder so lassen oder für die einfachere Verarbeitung später hier sehr, sehr knappkantig auf der Nahtzugabe schon mal zusammennähen. Auch auf dem Fuchsschwanz, so wir denn einen Fuchs nähen, müssen wir etwas applizieren, und zwar diese weißen Schwanzspitzen. Die lege ich mir dafür linke Seite auf rechte Seite, also so wie sie später aussehen sollen, auf die jeweiligen Stoffseiten, auf die sie gehören, und nähe sie dann einmal hier unten entlang der Zickzacklinie und oben ganz knappkantig auf der Nahtzugabe der Schwanzspitze einmal fest. Lege dann beide Schwanzteile rechts aufeinander und nähe außen herum den Schwanz zusammen. Schneide vorne die Nahtzugabe etwas zurück, wende den Schwanz und forme ihn ordentlich aus, gerne unter Mithilfe eines Essstäbchens oder eines anderen Gegenstands, mit dem ihr nicht durch die Naht piekst. Auf die gleiche Art und Weise nähe ich die 4 Füßchen zusammen, also jeweils rechts aufeinander, oben die Rundung zusammennähen, Nahtzugaben einschneiden, wo nötig, und auf rechts wenden. So, und jetzt bringen wir diese Teile an unseren Tierteilen an. Am Vorderteil befestige ich 2 Teile. Wo die genau hinkommen, dazu gibt es Passmarken im Schnittmuster, die ihr vermutlich auf die Stoffrückseite übertragen habt. An diese Stellen haltet ihr euch und legt die Füßchen an dieser Stelle rechts auf rechts mit der Öffnung der Füßchen nach unten und dem Füßchen selbst zum Gesicht zeigend auf euer Gesicht. Das könnt ihr wie auch schon die Ohren wahlweise knappkantig auf der Nahtzugabe entlang feststeppen, damit das für die weitere Verarbeitung einfacher wird. Auf der Körperrückseite habt ihr ebenfalls Passmarken für die Pfötchen auf der Rückseite, wo die hin müssen. Und das Schwänzchen muss natürlich auch an das rückwärtige Körperteil, nämlich genau hier, wo die Rückennaht endet. Da lege ich auch nach innen zeigend mit der Öffnung nach außen das Schwänzchen fest, stecke das fest und nähe knappkantig alles zusammen. So sehen unsere beiden Teile jetzt aus und die können wir jetzt miteinander verbinden. Dafür legen wir sie wie immer rechts aufeinander. Ich gucke, dass hier die Mittelnaht auf die Mittelnaht trifft und stecke hier jeweils die Außenränder aneinander fest. Dabei werden hier oben die Öhrchen eingeklemmt. Die nähen wir gleich mit ein. Und jetzt verbinde ich alle diese Teile, indem ich einmal hier außen herum alles zusammennähe. Und zack, ist euer Außentier fertig. Mit Füßchen. Und auf die gleiche Art und Weise, ohne Füßchen und Schwanz, näht ihr jetzt noch euer Innentier. Und dann müssen wir die beiden nur noch verbinden. Guckt, dass ihr bei dem Innentier auf jeden Fall hinten die Wendeöffnung offen gelassen habt. Solltet ihr es vergessen haben, jetzt nochmal schnell auftrennen, denn die brauchen wir für den nächsten Schritt ganz, ganz dringend. So, um die beiden Teile jetzt zu verbinden, legen wir die Gesichter Nase auf Nase von außen hier so aneinander, dass der Abnäher auf den Abnäher trifft. Da stecke ich das fest. Und dann stülpe ich das Innentier mit der Öffnung quasi einmal um das Außentier herum. Im Resultat legen die beiden Teile also rechts auf rechts. Hier hinten, wo an dem Außentier das Schwänzchen ist, stecke ich die rückwärtige Naht des Innentiers fest auf der Mitte des Schwänzchens.
Und dann stecke ich diese ganze obere Kante rechts auf rechts aneinander fest. Orientiert euch an den Nähten, steckt die immer aufeinander, rechts auf rechts, und guckt, dass ihr alle Füßchen und Schwänzchen zwischen den beiden Stofflagen habt. Bam, 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 badam, bam. Wenn die Lagen ringsherum aneinander befestigt sind, könnt ihr damit unter die Nähmaschine gehen und näht einmal komplett um die komplette Rundung alles zusammen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass es dann extrem wichtig ist, dass ihr in eurem Innentier oder in einem der Tiere auf jeden Fall hinten an der Rückennaht eine Wendeöffnung lasst. Sonst kommt ihr ab dem Punkt, wo ihr das hier komplett zusammengenäht habt, nicht weiter. Bam, 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 badam, bam. So sieht das Ganze jetzt fertig zusammengenäht aus und jetzt könnt ihr euch eure Wendeöffnung vornehmen und euer Tier über selbige wenden. So, dann sieht das erstmal so aus. Und dann könnt ihr problemlos auch eines in das andere stecken. Und dann sehen wir schon, worauf das, wenn es fertig ist, hinausläuft. Jetzt sind wir quasi auf der Zielgeraden, aber noch nicht ganz am Ziel. Damit hinterher, wenn wir das Wendetier gestopft haben und die Wendeöffnung geschlossen haben, eben nicht mehr das hier passiert, müssen wir hier die beiden Scheitelpunkte miteinander verbinden. Dafür lege ich mir die so auseinander, greife hier einmal an den Scheitelpunkt und da einmal an den Scheitelpunkt und drehe mir den nach außen. Achtet darauf, dass das wirklich gerade liegt, damit ihr euer Tier nicht irgendwie verdreht. Und biegt da den Scheitelpunkt zur Wendeöffnung hinaus. So. Und diese beiden Scheitelpunkte, die verbinden wir jetzt miteinander. Mit Nadel und Faden einfach hier die Nahtzugaben mit ein paar Stichen miteinander verbinden. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr das zurückstecken und dann hängen die, wie gesagt, aneinander mit dem Resultat, dass sie sich einfach nicht mehr auseinanderfalten können, sondern immer eins ins andere übergeht. So, und jetzt könnt ihr das Tier entweder so lassen und einfach die Wendeöffnung schließen oder das Ganze, damit es ein bisschen stofftiermäßiger wird, noch mit Füllwatte stopfen. Die sammelt sich dann immer erstmal hinten an der Wendeöffnung, da wo ihr das Zeug reinstopft, also im Hinterteil des Tiers. Guckt, dass ihr das auch regelmäßig nach vorne hinters Gesicht eures Tieres buxiert. Bevor ihr dann die Nahtzugaben an der Wendeöffnung nach innen klappt und das Ganze mit Nadel und Faden und dem Matratzenstich wieder geht, zeige ich euch in diesem Video zusammennäht. Wer das nicht zu Beginn gemacht hat, kann an dieser Stelle jetzt das Fuchs- oder Corgi-Gesicht aufplotten, mit der Hand aufsticken oder aufkleben. Und dann ist euer Wendetier soweit fertig und guckt euch entweder mit einem glücklichen oder einem wütenden Gesicht an. So, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude mit eurem neuen Wendetier. Wie gesagt, gibt es im Mommy Made Shop bereits eine Katze, ein Einhorn, einen Axolotl und einen Hasen sowie einen Sonic-Knuckles für die Kinofans unter euch. Schaut doch da mal vorbei, die Links findet ihr wie gesagt unter diesem Video in der Infobox. Kommen wir zum Wunschglas. Es ist Anfang Oktober. Ich habe über den ganzen September hinweg eure Wünsche für Videos gesammelt in diesem Wunschglas und habe zu Beginn des Monats ein Thema gezogen und das werde ich euch jetzt natürlich nicht mehr vorenthalten. Es ist das Thema die wichtigsten Nutzstiche an der Nähmaschine. Ich denke, das ist gerade für Nähanfänger interessant, aber vielleicht auch für den einen oder anderen, der schon länger näht. Denn oftmals ist es ja so, dass ihr an der Nähmaschine zwar verschiedene Stiche und verschiedene Zeichen seht, aber möglicherweise gar nicht wisst, wie diese Stiche heißen und wofür sie gedacht sind. Dazu wird es auf jeden Fall im Laufe des Oktobers ein Video geben. Solltet ihr weitere Wünsche für Videos haben, schreibt die mir nicht nur unter dieses Video, sondern unter jedes beliebige Mommy Made Video auf dem Mommy Made YouTube-Kanal. Ich sammle alle diese Wünsche in diesem Glas und einmal im Monat gibt es ein Video aus den Community-Wünschen. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert hier unten den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, dann informiert euch YouTube über neue Videos von mir. Ihr seht, welches Thema es ist und verpasst dann auch das Wunschvideo nicht. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommy Made.